Moin Freunde und herzlich willkommen zum Vlog von Chichén Itzá und Valladolid. Wir sind gerade in Valladolid angekommen. Wir haben jetzt überlegt, heute einen Roller zu mieten, aber das machen wir morgen und fahren morgen früh nach Chichén Itzá und machen danach noch die Zenoten. Viel Spaß mit dem Video! Ganz kurz für Leute, die rohes Fleisch nicht sehen können, jetzt abschalten. Aber Digga, wie eklig ist das denn? Hier ist einfach nur Eis und dann liegt das rohe Fleisch da drauf. Aber so offen, nicht mal so hinter der Theke. Also ich könnte es jetzt einfach angrabbeln. Hier ist alles abgepackt, aber da hinten ist das einfach roh, lol. So, gleich geht's zu einer Cenote, die genau mitten in der Stadt ist. Die ist auch riesengroß. Aber jetzt geht's erstmal kurz zum Pool. So, das ist der Ausblick von unserem Hostel. Geht klar. Das Wetter da hinten sieht aber nicht so gut aus. Wenn man nicht schwimmen kann, braucht man eine Weste. Die meinten aber zu uns, dass jeder eine Weste braucht. Wir können schwimmen, Alter. Da eine Krampe runterziehen? Schwer. Das ist echt schwer. Ich weiß nicht, wie hoch das ist. 7 Meter, 6 Meter? 10 Meter. Never. Ja, das ist doch höher als gedacht. 16 Meter dick. Ich brauche die hier nochmal. Das ist auch einfach, das sind locker 8 Meter. Wir sind ja auch in Kroatien von 13 Metern oder so runtergesprungen ins Meer. Das war gerade schon lang. Von 10 Metern bin ich auch ein paar Mal gesprungen. Und es hat schon lange gedauert, bis man da angekommen ist. Jo. Und das ist jetzt die normale Ansicht. Die ist einfach riesig, diese Cenote. Anton meinte gerade, er hat überlegt, ob er eine Krampe zieht. Aber Junge, da zerfetzt du dir alles, Junge, wirklich. Einfach mal machen. Mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter, mach Meter. Anton meinte gerade, er geht da gleich hoch. 25 Meter. Kein Thema. Hier werden gleich ein paar Wasserpong eingeschult. Man muss mal festhalten, der Kleine hier, ne? Der macht immer super Essensempfehlungen. Hier, ein Taco, 20 mit Mais, 24 mit Weizenheizen. Ja komm, ein Löffel. Mach mal. Das ist schon sehr scharf. Ja, ist safe. Ist eine geile Schärfe, dachte ich. Rachen? Ja. Ich dachte echt, das schlimmer wäre. Ich dachte, ich bin gerade tot. Brustet ein bisschen, aber geil. Gibt gleich ein Update mit den Tränen aus den Augen. Ein paar Sekunden später. Ist doch schärfer als erwartet. Gespannt wie ein Bogen. Ich muss raus. Moin Freunde, gleich geht's nach Chichén Itzá. Ab geht die wilde Fahrt. Wir haben gerade noch einen Tipp bekommen, da wollen einem noch welche schön Tickets andrehen, aber einfach direkt hin zum Haupteingang und da kaufen. Da sind wir. Also die Empfehlung von den Typen gerade bei der Vermietung, dass man sich nicht anlabern lassen soll an der Straße von den Leuten. Die haben so Ausweise, die halten die dann hoch, so als müsstest du da unbedingt hingehen und anhalten. Aber du kannst einfach reinfahren und dann zum Parking und dann gib ihn. Moin! Na, schon sehr wild hier.
allem, die haben das hier so konstruiert, dass wenn sich einer so ein Ding stellt, da hinten zum Beispiel, da hinten, dass alle ihn hören können, auch wenn er mit einer normalen Stimme spricht. So. Das ist einfach so krass, dass die 1200 vor Christus schon Schall auseinandergenommen haben und generell Akustik schon durchgespielt haben. Und hier haben die halt auch so Spiele gezockt und da oben, da über Antons Kopf, da sind so kleine Ringe, also klein, relativ. Und da haben die durchgeschossen, also die haben hier auch Sport getrieben. El Gran Juego de la Pelota, das heißt das große Spiel des Balles. Auch überall so Markierungen, Hieroglyphen, also ein Kram. Auch an den Ringen selbst dran. Und da hinten, da ist so ein Schlangenkopf. Hat auch alles mit Mythen zu tun und so. Also hier wurden ein paar Mordlustspiele gezockt. Mit abgetrennten Köpfen. Und es war auch nicht für die breite Masse. Also es war nur für die obere Schicht, die sich dann hier gegönnt haben. Gewinner von den Höllenspielen kriegt den Kopf abgeschnitten, darf sich opfern. Boah, Alter, geil, ey, unnormal, ey. Darf natürlich auch nicht fehlen, die heilige Zenote. Alter, ist das ein riesiges Loch. Auf dem Schild stand, dass wohl auch schon viele andere Populationen hier vorher gewohnt haben, weil halt so eine Wasserquelle direkt da ist. Und hier haben die wohl auch, also es gibt hier auch noch andere Zenoten drumherum, aber hier haben die wohl auch so Opferungen und sowas gemacht bei sozialen Unruhen oder wenn zum Beispiel eine Dürre war, haben die halt Leute geopfert, damit wieder mehr Regen kommt. Ist ja natürlich logisch. Ja, die ist schon riesig. Vor allem, da kommst du ja nicht wirklich rein, außer du baust da eine Treppe hin. Das ist der Plan. Hier sind wir gerade bei der Zenote. Boah, Digga, geisteskrank. In der Zenote hat so ein Wissenschaftler mit so einem Gerät 95 Skelette gefunden. Und die hatten auch so Goldschmuck und alles. Ich habe gerade nämlich ein bisschen gelauscht bei der Gruppe. Die meinte auch, die machen keine Tauchgänge mehr, weil das Bakteriumlevel und sowas dann zu sehr angetastet wird und zu viel zerstört. Also weil das Ökosystem dann durcheinander gebracht wird. Ich muss sagen, ist schon sehr geil hier. Aber diese ganzen Stände da hinten, diese ganzen Touristenfallen, ja, schon extrem. Digga, was ist das denn? Das ist der Platz der 1000 Säulen. Und die haben einfach früher hier den Boden gecovert, damit die einfach Regenwasser auffangen konnten. Und für das Regenwasser haben die einen schönen Fluss quasi gebildet, der dann in so einen Wasserspeicher ging, um halt bei Trockenheit direkt Wasser zu haben. So schlau. Und hier sind einfach viele Unterwasserflüsse und Unterwasserseen und sowas, weil hier Limestone ganz dick ist und das einfach super schnell abschleift. Deswegen gibt es hier keine Flüsse über dem Boden an der Oberfläche. Deswegen mussten die sich ihre eigenen Dinger da bauen, damit das Wasser auch oben an der Oberfläche bleibt. Digga, die hatten einfach schon eine Sauna damals. Was steht da? Ja, hier so eine kleine Schlange am Bein zappeln, nicht so Bock. Jetzt werden hier nochmal Meter gemacht zur Zenote und ich glaube, dann sind wir auch durch, ne? Fürs Glück einmal durch da. Ihr müsst euch auch einfach mal überlegen, so ein kleiner Tempel, der hier war, einfach 300 Jahre gedauert, den zu bauen. Digga, what the fuck? Haben die den ganzen Tag nur Eier geschaukelt oder was? Hier nochmal eine kleinere Version von dem Schloss in der Mitte. Heißt nämlich El Castillo oder Castillo. Abo für Venus! Wäre geil, wenn man hier auch noch rauf könnte. Aber da sind die gerade am Restaurieren. Das ist einfach auch nochmal so ein Fußballfeld. Und natürlich wird auch wieder ein Spieler geköpft. Ah, hier ist das Planetarium, glaube ich.
Oder Observatorium. Die hatten ja auch schon so ein paar Kenntnisse von den Sternen. Junge, ich hätte niemals gedacht, dass hier alles so riesig ist. So geil. Mich kitzelt schon richtig, da reinzugehen. Mal zu gucken, was da ist. Oder hier. Digga, wie krank haben die das bitte gebaut, dass es einfach so ein Überhang ist? Junge, krank. Vor allem, wir sind jetzt so 2,5, 3 Stunden hier fast. Und ich hätte echt nicht gedacht, dass es so lange dauert. Dass es so riesig hier ist. Es gibt auch so einen richtig geilen Film, wo gezeigt wird, wie die auch so Sklaven aus dem Dschungel entführt haben und dann auch ihre crazy Rituale durchgeführt haben und sowas. So, hier die nächste Zehnote. Geht's runter in eine Höhle. Digga, guck dir das mal an. Musst du dich richtig bücken. Alter, also muss hier lang. So, jetzt sind wir hier. Und die uns gerade den Eintritt verkauft hat, die hat uns den Tipp gegeben. Ich habe sie nämlich gefragt. Bin ich mal gespannt, ob das auch schmeckt, das Essen. Aber günstig ist es. Hier kostet eine Quesadilla 15 Peso. Burrito auch? Ne, ich glaube Burrito nicht. Aber Quesadilla kostet 15. Doch, sie meinte beides. Das ist übelst günstig. Sonst haben wir mal so 20 für einen Taco de Maíz und 25 für Harina und meistens teurer. Also es waren schon die günstigsten gestern. Und Burrito auch so 40, glaube ich, hätte ich bezahlt letztes Mal. Das ist die Größe. Der mit Hackfleisch, schon mal sehr geil. Fährt einer mit dem Blinker, das ist der Blöde. So blöd! Wir sind jetzt hier bei der Cenote Chegen und anscheinend muss man hier Tickets kaufen. Und hier gibt es auch noch 2 weitere. Aber das hier ist gerade gegenüber von der Cenote. Das ist ein ganz lieber. Den kann man auch mal auf die Schnauze anpacken. Das sehe ich unter anderem an seinen Augen. Crazy. Ein ganz, ganz lieber. Erstmal zusammen Mula Baby. Ja, Mula Baby. Wenn ihr ins Wasser wollt, dann braucht ihr eine Schwimmweste. Wenn ihr keine Schwimmweste habt, wenn ihr da hingeht, dann müsst ihr wieder zurückgehen und euch eine holen. Ratet mal, wer das machen muss. Ist ja so geil hier. Mit so Zeichen auf dem Boden. Mal gucken, wie touristisch das hier ist. Ist auf jeden Fall unter der Woche. Da ist schon mal nicht so viel los, glaube ich. Aber ich glaube auch nicht, dass hier so voll ist. Die gestern, die war ja schon echt voll. Das sieht schon sehr geil aus. Ein paar Fischis. Ah, schon sexy. Frisch. Anni, ich brauche die hier nochmal, da hinten bei der Reflexion. Ich dachte, du brauchst mich heute nicht mehr. Lass mal hin, Bre. Der friert sich da am Arsch ab, Junge. Kind. Der Kleine wird hier gerade ein bisschen in den Schrank gewiesen. Halt, stopp! Von da oben. Es ist mein Haushalt. Ich habe es vorhin falsch ausgesprochen, das heißt Schkeken. Loco. Da ist doch das Loch. Und da waren wir gerade drin. Jetzt geht's hier nochmal zum besten Taco-Stand der Stadt. Und danach wird noch ein bisschen umgeheizt, ne? Wir wollen ja das Geld auch ausnutzen für die Roller.
So, ist jetzt der heilige Gral hier. Gibt nur Schweinefleisch, schön auf dem Sandwich. Geil. Hallo. Das ist ab. Das ist der Mann fürs Leben! Hat eine sehr geile Schärfe. Super schmackhaft. Das ist. Ruhig mir auch gleich nochmal 3, ne? Digga, wir sind hier gerade am Rumfahren in so einer reichen Gegend. Alter, die Anwesenden hier sind geisteskrank. Hätte ich niemals erwartet, dass hier noch sowas ist. Also mit der Lichtershow war es hier irgendwie nichts mehr. Jetzt geht's nach Hause. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst ein Like da, lasst ein Abo da. Und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, wenn es wieder heißt. Das ist eine Traumfrau. Wieso? Guck mal jetzt, wie sie lebt, passen wir zusammen. Oh mein Gott! Ja!